Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich einen Hühnersalat mit Spargel mache. Während der Spargelzeit mache ich gern ein Hühnerfrikassee, wofür ich mir immer einen Suppenhuhn schnappe und dieses in Wasser zusammen mit Gemüse und Gewürzen gare. Man hat einen Vorrat, auf den man zurückgreifen kann, wenn man zum Beispiel mal einen Spargelsalat mit Hühnerfleisch machen möchte. Das Fleisch wird von den Knochen gelöst und sieht dann so aus, bevor es eingefroren wird. Der geschälte Spargel wird schräg in Stücke von ca. 3 cm Länge geschnitten, also Stückchen, die man bequem essen kann. Sie werden in eine kleine Pfanne gegeben, gesalzen und dazu gibt man 3 bis 4 Esslöffel Wasser. Unter einem Deckel wird der Spargel nun bei geringer Hitze langsam schmoren gelassen, bis er gerade weich ist, was so um die 5 bis 7 Minuten dauern mag, je nach Herd, Hitze und persönlicher Vorliebe. In einem zweiten Topf wird etwas Butter ausgelassen und dort hinein kommen gewaschene braune Champignons. Sie werden ebenfalls gesalzen, mit einem Teelöffel Zitronensaft gewürzt und damit sie nicht anbrennen, gibt man ebenfalls auch noch 1 bis 2 Esslöffel Wasser hinzu. Unter einem Deckel werden die Champignons ebenfalls bei niedriger Hitze gegart, was so um die 7 Minuten dauern wird. Die Champignons sollten nicht klein geschnitten werden, da sie sonst einen anderen Geschmack entwickeln. Leider sind meine Pilze hier ein bisschen groß. Sobald die Pilze gar werden, verlieren sie Wasser. Dann sollte man den Deckel abnehmen, die Hitze erhöhen und die Flüssigkeit nun unter Rühren verdampfen lassen. Sobald das der Fall ist, nimmt man die Pilze vom Feuer und lässt sie auskühlen. Man sollte möglichst kleine Champignons verwenden, so wie diese hier. Der Spargel ist mittlerweile ebenfalls gar. Hier kann man genau so vorgehen. Sollte sich noch etwas Wasser in der Pfanne befinden, stellt man die Hitze hoch und lässt die Flüssigkeit verdampfen. Sollte der Spargel, so wie bei mir, etwas Farbe nehmen, macht das nichts. Im Gegenteil, die Röstaromen lassen den Salat interessanter schmecken. Auch der Spargel kann nun auskühlen. Wer keine Mayonnaise im Haus hat, kann diese nun selber machen. Dazu wird ein Eigelb in ein schmales Glas gegeben. Dazu kommen 1 Teelöffel Zitronensaft, 1 Teelöffel Senf sowie 100 Gramm neutral schmeckendes Öl für Mayonnaise dazu. Der Zauberstab wird auf den Boden des Glases gesetzt, dann erst angestellt und sobald sich unten eine dicke Masse bildet, langsam hochgezogen, um das oben befindliche Öl unterzumengen. Bei mir hat das 21 Sekunden gedauert. Anschließend wird noch etwas Meersalz in die Mayonnaise gegeben. Wer genau hinschaut, kann vielleicht sehen, dass nicht alles Öl untergerührt ist. Das macht nichts, es lässt sich ganz einfach zusammen mit dem Salz untermengen. Hier habe ich etwas von der Hühnerbrust in Würfel geschnitten. Das Brustfleisch ist immer etwas trocken, besser ist das Fleisch von Flügeln und Keule, welches ich hier habe. Damit der Salat etwas Schärfe bekommt, werden Frühlingszwiebeln in feine Röllchen geschnitten. Das Mise en place ist fertig und der Salat kann zubereitet werden. In eine Schüssel werden die abgekühlten Champignons gegeben, dazu kommt der Spargel und darauf gebe ich 2 bis 3 Esslöffel der Mayonnaise, je nach Vorliebe. Alles wird vorsichtig vermengt. Das Hühnerfleisch und der helle Teil der Frühlingszwiebeln werden dazugegeben und ebenfalls mit zarter Hand untergerührt. Etwas Pfeffer kann nicht schaden und zur Sicherheit muss natürlich gekostet werden. Ich habe mich für noch etwas Mayonnaise entschieden, die ich kaum merklich verteilt habe, da zu viel Rühren dem Salat nicht gut tut. Zum Schluss kommt der grüne Teil der Frühlingszwiebeln oben auf.
Und da der Schnittlauch gerade so schön blüht, verteile ich noch hier und da eine abgezupfte Blüte desselbigen auf dem Salat. Nicht, dass die Blüten auffallen würden, aber die gute Absicht zählt ja auch. Anders als eine Ananas im Hühnersalat hinterlässt der Spargel einen ganz feinen Geschmack, der wunderbar mit dem Hühnerfleisch und dem leicht erdigen Aroma der Pilze harmoniert. Alles ist durch die Mayonnaise schön schlotzig und im Übrigen lässt sich der Salat mit Worten schwer beschreiben. Ich hoffe, ihr probiert ihn einmal aus. Hier habe ich die Liste der Zutaten, die ich wie immer vorlese, damit sie übersetzt werden kann. Ich liste die Zutaten übrigens in der Reihenfolge ihres Erscheinens auf, so dass man sich dahinter ein paar Notizen machen kann, was man damit anstellen soll. Bei Rezepten, die ich nicht kenne, mache ich es immer so, dass ich, bevor es in die Küche geht, mir das Video immer noch einmal von Anfang bis Ende anschaue und verinnerliche, damit ich dann alles im Kopf habe, wenn es, in Anführungsstrichen, um die Wurst geht. Hühnersalat für 2 Personen. 350 Gramm geschälter weißer Spargel, 1 Esslöffel Öl, 200 Gramm kleine Champignons, 20 Gramm Butter, 1 Teelöffel Zitronensaft, Meersalz, Mayonnaise, ein Eigelb, 1 Teelöffel Senf, 1 Teelöffel Zitronensaft, 100 Gramm Öl für Mayonnaise, also neutraler Geschmack, Salz. Man benötigt ca. 3 bis 4 Esslöffel der Mayonnaise. 250 bis 300 Gramm Hühnerfleisch, gar, Brust oder Keule, 3 bis 4 Frühlingszwiebeln, Pfeffer und Meersalz. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!